Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Wenn du dein Deutsch verbessern möchtest, sei es beim Zuhören, Sprechen oder beim Lernen nützlicher Redewendungen, dann bist du genau richtig hier. Wir werden gemeinsam einen schönen Lernmoment genießen, versprochen. Heute erzähle ich dir eine inspirierende Geschichte aus dem Alltag, okay, fast real, denn ein bisschen Übertreibung schadet nie, oder? Du wirst Dialoge hören, Emotionen spüren und sogar etwas Spannung erleben. Und wenn du deinen Akzent verbessern willst, probiere die Shadowing-Methode, es ist ganz einfach. Du wiederholst nach mir, was du hörst, als würdest du in meinem Schatten sprechen. Das ist super effektiv, um deine Aussprache und Flüssigkeit zu verbessern. Die Geschichte heute handelt von Mia, einer jungen Frau voller Elan, die sich in eine Situation manövriert, die ziemlich peinlich wird. Aber sie hat Mut und jede Menge Humor. Also setze dich bequem hin, stelle die Lautstärke hoch und bereite dich darauf vor, zu lachen und gleichzeitig zu lernen. Los geht's! Also, Mia wacht an einem Samstagmorgen mit einem großen Lächeln auf. Sie hat sich einen perfekten Tag vorgenommen. Frühstück mit ihren Freundinnen im Café und danach ein kleiner Bummel über den Wochenmarkt um die Ecke. Doch wie so oft im Leben, nichts läuft wie geplant. Kaum verlässt sie ihr Haus, merkt sie, dass sie ihre Tasche vergessen hat. Schnell kehrt sie zurück, schnappt sich die Tasche und sagt laut, okay, jetzt geht's wirklich los. Als sie am Café ankommt, wo sie sich mit ihren Freundinnen trifft, stolpert sie über die Matte am Eingang. Nichts Schlimmes, aber genug, damit alle Gäste sie anschauen. Verlegen lacht sie und sagt zur Kellnerin, ich mache Parkourtraining, weißt du? Ist gut für die Gesundheit. Die Kellnerin lächelt etwas verwirrt, zuckt mit den Schultern und bringt ihr ein Glas Wasser. Als ihre Freundinnen eintreffen, lachen sie bereits, nicht gemein, sondern liebevoll. Eine von ihnen fragt, Mia, hast du heute etwas Neues an? Stolz antwortet Mia, schau mal. Ich habe das Hemd gestern gekauft. Findest du nicht, dass es mir steht? Ihre Freundinnen nicken freundlich. Eine flüstert schließlich, bist du sicher, dass das dein Hemd ist? Mia schaut nach unten und stellt fest, dass sie eigentlich ein Nachthemd trägt. Kein normales T-Shirt, kein stylisches Hemd, nein, ein echtes Oma-Nachthemd. Einen Moment lang bleibt sie wie erstarrt. Dann bricht sie in Gelächter aus. Na gut, wenigstens bin ich heute originell, alle lachen mit ihr. Und am Ende wird der Tag doch großartig. Das Frühstück ist lecker, der Markt voller Entdeckungen, und obwohl Mia 3 Stunden lang mit einem Nachthemd unterwegs war, wird niemand mehr daran denken, außer vielleicht die Kellnerin. Aber das ist auch egal. Denn kleine Missgeschicke passieren jedem. Und wenn man darüber lachen kann, vergeht der Tag trotzdem wie im Flug. Eine gute Lektion also, wenn das Leben dir peinliche Momente beschert, mach einfach schöne Erinnerungen daraus. Jetzt ist es Zeit, einige nützliche Redewendungen nochmal anzusehen, die du in der Geschichte gehört hast. Diese Sätze sind einfach, praktisch und leicht in den Alltag einzubauen. Also halte gut Ohrenschutz bereit,
Oder notiere sie dir lieber in deinem Lernheft, falls du eher der organisierte Typ bist. Die erste Redewendung ist: Ich mache Parkour. Du hast sie gehört, als Mia über die Matte stolpert und versucht, die Situation mit Humor zu retten. Parkour ist eine Sportart, bei der man springt, klettert und rennt, also macht sie einen Witz daraus, indem sie sagt, das Stolpern gehöre zum Training. Du kannst diesen Satz auch benutzen, wenn du etwas Ungeschicktes mit Humor erklären willst. Zweitens, ist gut für die Gesundheit. Perfekt, um seltsame oder anstrengende Dinge zu entschuldigen, oder um etwas Gutes für deinen Körper zu erklären. Zum Beispiel: Ich nehme die Treppe statt dem Aufzug? Ja, ist gut für die Gesundheit. Dann haben wir: Bist du sicher, dass das dein Hemd ist? Eine tolle Formulierung, um vorsichtig auf etwas hinzuweisen, das jemand anderes vielleicht nicht bemerkt hat, wie ein Kleidungsfehler oder ein anderer Fehler. Mia sagt stolz: Findest du nicht, dass es mir steht? Das ist eine schöne Art, nach Komplimenten zu fragen oder Meinungen einzuholen. Du kannst das sagen, wenn du dich vor dem Spiegel betrachtest oder ein Foto an Freunde schickst. Und dann: Na gut, wenigstens bin ich heute originell. Wenn etwas nicht so läuft wie gedacht, aber du trotzdem positiv bleiben willst, ist dieser Satz ideal. Er zeigt, dass man die Situation locker nimmt, auch wenn es daneben ging. Zuletzt: Ihre Freundinnen nickten freundlich. Das bedeutet, dass sie mit dem Kopf zugestimmt haben, aber nicht unbedingt überzeugt waren. So wie ein falsches Lächeln, kurzes Nicken und ein leerer Blick. Sehr hilfreich, um zwischen echtem und höflichem Zustimmungsverhalten zu unterscheiden. Komm schon, jetzt bist du dran. Wiederhole jeden Satz nach mir, sprich langsam und versuche, die Aussprache gut nachzuahmen. So wirst du immer besser. Bereit? Repeat after me. Ich mache Parkour. Ist gut für die Gesundheit. Bist du sicher, dass das dein Hemd ist? Findest du nicht, dass es mir steht? Na gut, wenigstens bin ich heute originell. Super gemacht. Mach weiter so, jedes neue Wort bringt dich ein Stück weiter. Herzlichen Glückwunsch! Du hast gerade eine kleine Übungsstunde zum Hörverstehen und zum Wortschatz abgeschlossen. Ich hoffe, du hattest Spaß mit Mias Geschichte, die voller Lebensfreude steckt. Obwohl sie den ganzen Vormittag in einem Nachthemd unterwegs war, hat sie keinmal das Lachen verloren, und genau diese Einstellung brauchst du, wenn du eine Sprache lernst: Mut zeigen, über dich selbst lachen und immer weitermachen. Hör die Geschichte gern nochmal an, um jedes Wort zu verstehen, oder übe mit der Shadowing-Methode, um deine Aussprache zu verbessern. Und wenn du selbst eine peinliche Situation auf Deutsch erlebt hast, hinterlasse gerne einen Kommentar, ich würde sie sehr gerne lesen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib ihm einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine neue Folge verpasst. Wer weiß, was Mia beim nächsten Mal alles passiert? Vielleicht versucht sie zu kochen ohne Herd oder kauft Schuhe, ohne sie anzuprobieren? Auf jeden Fall wird es lustig und lehrreich.
Merke dir, jeder Fehler ist ein Schritt näher an der Meisterschaft der deutschen Sprache. Also bleib am Ball, bleib neugierig, und bald wirst du deine eigenen Geschichten auf Deutsch erzählen, ohne je wieder ein Nachthemd anzuziehen, hoffentlich. Bis zum nächsten Mal.